Okay. I'm a shepherdess. Ach so, ja, Entschuldigung. Der Hund ist das einzige Wesen, was dem Menschen so vollumfänglich seine Liebe zeigen kann. Es gibt kein anderes Tier auf der Welt, was das so intensiv kann. Seminarhaus und da haben wir das Haupthaus und in die Richtung geht's in die Reithalle und wenn wir nach unten laufen, haben wir einen wunderschönen Park und da können wir alles machen mit den Tieren. Und jetzt geht's zu unseren Gänsen. Komm, Hunde, komm! Mit Tieren zu leben und zu arbeiten bedeutet erst einmal, dass du immer mit Respekt und Vertrauen hantierst, dass du sehr konsequent und diszipliniert sein musst und auch sehr selbstreflektiert sein musst. Wir lieben sie. Wir sind gut zu unseren Tieren und uns gefällt es, wenn die Tiere zu uns gut sind. Das sind die letzten Lämmer aus diesem Jahr. Und es gibt nichts auf der Welt, was so gut riecht wie ein kleines Lamm. Und sie sind bildschön. Wunderschön. Berti ist auch mein bester Freund. Mit dem habe ich schon ganz viel erlebt und der ist sehr speziell in meinem Leben. Wenn ich einen Hund berühre oder wenn ein Hund sich auf mich drauf kuschelt, meine Nähe sucht, seinen Kopf auf mich legt, mich anschaut, wenn ein Hund mich anlacht, dann ich habe das Gefühl, mein Herz passt nicht mehr in meine Brust. Das bubbert, das wird groß, das wird warm. Ja, und ich liebe sie einfach. So ist es. Ich liebe das, mit den Retrievern zu retrievern und mit den Hütehunden zu hüten. Und wenn Whisky auf mich zugerannt kommt und mich anlacht, dann ist das einfach Freude pur. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Ja. Das ist, wenn die Hunde mich anlachen. Vielleicht ist es das, wenn sie mich anschauen, mal eben, mal meine Nähe suchen, wenn sie von sich aus diese Bindung halten. Das macht mir sehr viel Freude, ja. Und der Hund begleitet den Menschen als Freund, als Partner, als Familienmitglied und er gibt seine Liebe so kostenlos und so grenzenlos. Wir brauchen sie nur nehmen. Der Hund kann Komplimente machen, er verteilt Gänseblümchen an seine Menschen. Hunde machen glücklich. Ja. Ich habe immer schon eine Affinität für Tiere gehabt und ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie, wo meine Eltern keine Möglichkeiten hatten, mir Tiere zu halten. Die hatten andere Sorgen, als ob ich jetzt einen Pony habe oder einen Hund. Natürlich ist da in mir ein Riesenwunsch entstanden, dass ich Hunde haben möchte. Und jetzt seht ihr, was dabei rausgekommen ist. Und zu den Pferden bin ich ähnlich gekommen. Ich habe jeden Pfennig meines Taschengelds zusammengespart, dass ich auf den Ponyhof konnte. Und ich bin unterm Zaun durchgekrabbelt als kleines Kind und habe Rinder gestreichelt, nur um den Geruch zu spüren. Auf mich hat es so eine Wirkung. Das ist wie vorbestimmt, ich konnte nicht anders. Ich habe auch probiert, was zu studieren, aber das hat nicht geklappt, weil ich unbedingt mit den Tieren und auch für die Tiere sein wollte. Und habe dann eben diesen Betrieb und die Lehre der Harmoniologie entwickelt. Und bin sehr, sehr glücklich damit. Wulle, wulle, wulle. Ich brauche für meine Tätigkeit als Schäferin oder Tierwirtschaftsmeisterin einen besonders guten Hund für die Arbeit an den Schafen und das ist der Border Collie. Es gibt keinen besseren Hütehund als den Border Collie. Und ich habe diese Hunde schon seit über 30 Jahren, bin damit sehr, sehr erfolgreich und züchte sie selber rein auf Leistung und Verstand und Gesundheit. Diese Hunde bringen all das mit, was ich brauche für meine Tätigkeiten.
Sie sind clever, sie sind schnell, sie haben unheimlich viel Sheep Sense und sind sehr arbeitsam, sehr, sehr gelehrig. Haben den Will to Please, den ich brauche. Gibt es keinen besseren Freund als einen Freund mit einer feuchten Nase. Das ist einfach so. Sie sorgen für einen, sie spiegeln einen, sie trösten einen, sie hören einem zu, sie begleiten einen, sie bringen einen zum Lachen. Und ich finde, das ist schon Grund genug, einen Hund zu haben. Also für mich wäre ein Leben ohne Hund nur ein halbes Leben. Unsere Tochter Carla ist die 14. Generation der Familie Degener. Und ich bin hier zugezogen und wir versuchen den Hof so gut es geht, so gut man es kann, für die Zukunft vorzubereiten. Und wir sind sehr, sehr dankbar für das, was die Generationen vor uns hier geleistet haben. Und dieser Hof hat Kriege durchstanden, er ist vornehmlich von Frauen weitergeführt worden. Er steckt so voller Liebe, so voller Leben, dass es einfach ein ganz besonderer Hof ist für uns. Und ja, wir genießen dieses Privileg, hier leben zu dürfen, sehr. In meinem Leben hatte ich das Glück, immer wieder ganz besonderen Persönlichkeiten zu begegnen, Hundepersönlichkeiten zu begegnen und die das aus mir gemacht haben, was ich geworden bin. Und ich bin unfassbar dankbar für dieses Leben, was ich leben darf. Die Hunde sind uns ein Zuhause. Und wir sollten genauso immer bemüht sein, auch dem Hund ein Zuhause zu sein, damit wir uns auf einer Augenhöhe begegnen können. Für all die vielen Hunde, die mich begleiten und das viele Fell zwischen meinen Fingern. Und es hat mal jemand gegeben, der hat gesagt, ich habe ein Herz aus Fell und das stimmt. Und dieses Herz aus Fell tut unfassbar gut. Und das rückt den Weltfrieden wieder zurecht. Und ich glaube, dass es vielen Leuten helfen würde, auch ein bisschen ein Herz aus Fell zu haben. Ja. Auf jeden Fall. Das Leben ist besser mit Hunden, auf jeden Fall. Mhm.